Vijitori shika vayu viradantamunasturagam Jaya jatanti yantumati lolo mupayokido Vyasana satamrito samavahayo guros charanam Vanaya ivaja santa krita karnodharaja ludhau Vijitori shika vayu viradantamunasturagam. Srila Bhakti Siddhanta, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada hat gesagt, dass jemand, der was nicht sich in die Lotusfüße der Vaishnavas hingibt, der ist wie ein wildes Tier. Also jemand, der was nicht wirklich Zuflucht sucht bei reinen Vaishnavas, der was, das ist wie ein wildes Tier. Oder sogar noch tiefer als wie ein wildes Tier. So. But a man who is not inclined, anugatta-hin, who is not developing anugatta. Also jemand, der was nicht folgt, der Guru und Vaishnavas, die sind nicht besser wie Tiere, wilde Tiere. Wilde Tiere können bis zu einem gewissen Limit die sinnvolle Tätigkeiten begehen, aber also man kann nicht Kontrolle über die Sinne so gar nicht gewinnen, wenn man komplett von Guru und Vaishnava kontrolliert ist und dass du die komplett denen hingibst. Ansonsten hast du keine Möglichkeit, die Sinne zu kontrollieren. Es ist nicht möglich. Es ist unmöglich. In der Upanishad ist ein Vers, Yasho deve parabhakti yata deve tata guru tasyaide kadidahataha prakashantim atmana. You heard this so? Yes. Yasho deve parabhakti yatha Yasya deve parabhakti. If you have, also wenn du starke Bhakti hast, reine Bhakti zum Guru und im selben Ausmaß auch zu Sri Krishna, dann ist es wunderbar. Also wenn du die Art von Bhakti besitzt, dass du den gleichen Glauben hast in Guru sowie in Sri Hari selber, Krishna. Nur dann, wenn du das so verstanden hast, können die Geheimnisse von der transzendentalen Welt dir offenbart werden. Ansonsten ist es nicht möglich. Man kann die Mysterien nicht verstehen. Du kannst all dem folgen. Du kannst Ekadasi befolgen, du kannst chanten, du kannst Harikata hören, aber wenn du nicht wirklich dem 100% so folgst, nachher hast du nicht wirklich einen Nutzen. Also Srila Bhaktivinod Thakur sogar, dass die meisten, die folgen irgendwelche Regeln und Regulierungen, die kommen zum heiligen Ort, zum heiligen Dham, die befolgen Ekadasi, die chanten die heiligen Namen. Aber doch haben sie irgendwie keinen Fortschritt. Keine Verbesserung ist da. Was ist also der Grund dafür? Srila Bhaktivinod Thakur sagt eben, dass die meisten Leute wenig interessiert sind über Vergehen. Die machen eben Vergehen Tag und Nacht, bewusst oder unbewusst, Tag und Nacht, aber die können es nicht verstehen, dass sie eben wirklich Vergehen begehen. So accurate this field is, Bhajan Rajya, a spiritual field, I mean this Gaudiya Bhajan Rajya, especially, so high accuracy. Also das ist
Die normalen Leute können das nicht verstehen, wie hoch das ist kein Spiel, das spirituelle Leben. Das ist wirklich, da muss man wirklich ganz tief gehen. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami hat da gesagt, im gleichen Vers, SBde180511 Das Parabhakti, das ist dasselbe wie Akinchana Bhakti. Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur was speaking, Yasodeva Parabhakti. Also Srila Bhaktisiddhanta sagt eben, dass das Parabhakti, das ist dasselbe wie Akinchan Bhakti. Also Akinchan, das bedeutet, dass du keine Spur von irgendwelchen materiellen Wünschen hast. Dann ist es Akinchan Bhakti. Ohne irgendwelche Wünsche. Warum verehren wir Krishna? Warum lieben wir Krishna? Der Akinchana Devotee, der sagt dann, ich weiß nicht die Antwort, ich weiß nicht warum, was der Grund dafür ist, warum ich jetzt Krishna liebe, warum ich Gaura Nityananda so mir zum Herzen genommen habe. Also er sagt, er hat kein persönliches Interesse. Er weiß nicht. Nur bei der Barmherzigkeit vom höchsten Herrn, das ist das Ziel bevor mir, das was ich befolge. Akinchana Bhakti, Niskinchana Bhakti. Komplett frei von jeglichem Wunsch. Nur Liebe zu Krishna. Ahoituki Bhakti. Also kein Grund gibt es da dafür. Now point is that Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada speaking, Yasodeva Parabhakti, that is Akinchana Bhakti, that is also equal to what? Also das Akinchana Bhakti ist gleichzusetzen wie mit, was sagt Rupa Goswami? Rupa Goswami Bhag, Niskinchana Bhakti, what definition? What is? Anyavilasita Sunyam Kanabhyanavriyam Anyavilasita Sunyam Jnana Karmadi Anavritam Anukulena Krishna Shilanam Bhaktirottama. Prabhupada speaking, Yasodeva Parabhakti, Rupa Goswami sagt den Vers und Srila Bhaktisiddhanta sagt, Yasodeva Parabhakti ist dasselbe Vers, ist dieselbe Bedeutung. Anyavilasita Shunyam. Kein Abhilas, keine Wünsche, nicht einmal der Geruch davon, von Wünschen. Anyavilasita Shunyam, nicht Abhilasi Shunyam. Anyavilas. Anyavilasita. Das ist Adjektiv. Also warum Rupa Goswami kann doch Anyavilasita Shunyam sprechen? Anyavilasita Shunyam. Das bedeutet, dass eben nicht einmal der Geruch von verschiedenen Wünschen da sein soll. Und Jnana Karmadi Anavridam. Er sagt nicht Jnana Karmadi Shunyam. Jnana Karmadi Anavridam. Das bedeutet, also es soll keine Bedeckung sein von Gyan und Karma. Also die Bedeckung, das bedeutet Mayavadi, Gyan, das Wissen der Mayavadis, die Unpersönlichkeitsauffassung. Also das Wissen ist verboten. Aber das Wissen, was zur höchsten Persönlichkeit bringt, das soll man annehmen. Also die Mayavadis, die sagen, die haben Gyan. Also, we know that how to cut material bondage. How to cut material bondage. How to cut material bondage. Also wie durchschneidet man die körperliche Auffassung? By Guru Bhakti
Also die Mayavadis, die können sagen, wir haben Wissen. Bei Gyan kann man das materielle Auffassung durchschneiden, aber das ist nicht permanent, das ist temporär. Das ist nicht ewig. Nur Bhakti ist die einzige Lösung für das Akinchana Bhakti. Frei von jedem Hauch von anderen Wünschen. Nachher kriegt man ganz eine starke Liebe zu Krishna und automatisch wird man dann frei von der materiellen Auffassung. Du musst eigentlich so keinen Kopf daraus machen, wie du jetzt frei wärst von der materiellen Welt, sondern einfach die starke Liebe zu Krishna entwickeln. Bhakti. Bhakti, was bedeutet, dass man eben was für Krishna macht. Und Bhakti, das bedeutet, das ist die ganz natürliche Funktion der Seele. Dass man eben was macht jetzt für Krishna, für die Devotees, für die heiligen Orte, die heiligen Namen, der Diyavasta, Ganga, Tulsi, alles, was jetzt mit Krishna zusammenhängt und Krishna selber, alles, was mit ihm zusammenhängt. Wenn du immer beschäftigt bist, irgendwas zu machen, in dem Sinne, das nennt sich Bhakti. And that bhakti, if you are doing bhakti, but you don't know what kind of bhakti you have inside your heart. Also, wenn du Bhakti jetzt ausführst, aber du weißt jetzt nicht, was für Bhakti in deinem Herzen hast, dann kannst du bei der Barmherzigkeit von Guru und Vaishnavas realisieren, dass dein Bhakti raufgeht, auf höhere Stufen. Und dann werden deine Realisationen auch höher. Du musst mehr sensitiv werden, deine Gefühle werden viel feiner. Und nachher weiß man, dass Bhakti eben perfektioniert wird. Also wenn man wirklich Bhakti ausführt, nachher das auf dieselbe Art und Weise. Parishanubhav. Also die Definition von Bhakti, Srila Bhaktisiddhanta hat gegeben. Bhakti ist die natürliche Funktion der Seele. Also dass du etwas für den Dham, für den Namen, für den Diyavastu, für Krishna, für die Vaishnavas machst, das ist Bhakti. Wenn du ständig mit dem beschäftigt bist, das nennt sich Bhakti. Anything related to Krishna, if you want to do some service, then it is actually good. Do something. So Bhakti is the natural function of your soul. It's an also Bhakti ist die natürliche Funktion der Seele. Bhakti ist nichts Passives, das ist Action, Aktion. Es bedeutet aktiv zu sein, im Seva, im Dienst. In der Sanskrit-Grammatik bedeutet das Wort Seva, dass man eben was macht, also nichts Passives, dass man stehen bleibt oder still bleibt, sondern dass man wirklich dynamisch aktiv wird. Parashanubhav means Paro Isha, wenn du das aufteilst, das Wort in Grammatik, in Sanskrit, dann findest du Parashanubhav. Paro Isha Anubhav. Paro bedeutet exzellent. Also wer ist exzellent? Govindam Adi Purusham Dhammaham Bhajami. Nothing is there superior to Govinda. Also es ist nichts höher wie Govinda. No Chaitanyat Krishnat Jagati Paradatta Paraniho. Sarva Gosai writing.
Also Swarup Goswami, der schreibt beim Chaitanya Charitamrita den Vers, das Krishna Chaitanya, Mahaprabhu und Krishna, das ist dasselbe. Das ist alles Paratattva, das höchste Tattva, extremes Limit. Also man kann keine Begrenzung dem geben. Man spricht gleich so in der Begrenzung, aber Krishna und Krishna Chaitanya haben keine Begrenzung in Wirklichkeit. Also in der letzten Klasse hatte das auch schon einmal erklärt. Is very, confusing matter, you see. Also das kann ein verwirrendes Thema sein. You cannot, Gopal, Jasodama want to. Also Yashoda Mutter, die wollte auch Gopal, Krishna binden, aber sie war nicht erfolgreich. So you see, Parishanubhav means. So, jetzt das Wort Parashanubhav bedeutet Paro Isha Anubhav. Wenn da direktes Gefühl von Krishna und Chaitanya, weil beide Krishna und Chaitanya Mahaprabhu, das ist Swarup Bhagavan. Swarup Bhagavan. Yes, Swayamrup Bhagavan. Swayamrup Bhagavan, what does it mean? Swayamrup Bhagavan means Swayamrup Bhagavan bedeutet, dass im kein Grund dahinter ist. Das ist die letzte Ursache. Also die Wissenschaftler, die was zum Beispiel versuchen, irgendein Fachgebiet jetzt philosophisch Schluss zu folgen, dann fragen sie zuerst, was ist die Ursache von dem? Nachher forschen sie nach und finden, das ist die Ursache. Aber was ist dann nachdem wieder die Ursache? Und was ist dann nachdem wieder die Ursache? Und so gehen die Wissenschaftler Ursache für Ursache für Ursache zurück. Also die wollen alle zum Original, zur originalen Ursache zurückgehen. So Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami, das ist die letzte Ursache, ist Govinda. Es gibt keine Ursache hinter ihm. Govinda ist das Höchste, alles. Wenn du Ursache für Ursache für Ursache zurückgehst, dann kommst du zu Govinda. Wenn Chaitanya Mahaprabhu Grammatik erklärt hat, in Navadvip, also die, was Grammatik lernen, wenn Chaitanya Mahaprabhu zurückgekommen ist vom Gaya und hat dort wie Karren die Grammatik erklärt vor seinen Schülern. Also wenn er da die Wurzel über ein gewisses Wort gesprochen hat, und hat er immer gesagt, dass die Urwurzel hinter jedem Wort ist eigentlich Krishna. Und alle Studenten, die haben sich dann gedacht, oh, unser Lehrer, der ist jetzt verrückt worden, der sagt immer hinter jedem Wort, die Wurzel, die Verbwurzel, das ist Krishna. Aber das ist die exakte Wahrheit. Das hinter alle Ursache ist nur Govinda. So you see, Govinda is the original cause. Also Govinda, das ist die ursprüngliche letzte Ursache. Also deswegen, zu der Person soll man Bhakti entwickeln, zu Krishna, zu der ursprünglichen Person. Und kein Verlangen nach materiellen Dingen. Also wenn du die komplett das abschneiden kannst,
But what is related to Bhakti, if I want to ignore it, it is not good, it's bad. Alles das, was in Bezug zu Bhakti ist, das So ist Bhakti gut. Parasambhav Viraktir Annatra. Follow? What I Also say? du kannst alles richtig einsetzen. Viraktir Annatra. In Bhakti. Annatra means Nicht so wie die Unpersönlichkeitsphilosophen sagen, dass das falsch ist und dass wir dem entsagen müssen. Das ist nicht so. Bhakti Parasana Viraktir Annatra. If I can develop, detachment, so Bhakti Parashanubhav Also Bhakti, Paresh Anubhav und Virakta Anubhav. Das ist die drei Dinge, die können unter die müssen gemeinsam passieren. Du kannst also nicht Bhakti machen, aber zur selben Zeit noch Anhaftung im materiellen Dasein haben. Also du kannst sagen, ich führe Bhakti aus. Aber du hast nicht wirklich direkt das Gefühl von Krishna und du entwickelst ja keine wirkliche Entsagung für materielle Dinge. Du hast immer noch so viele Wünsche in deinem Herzen. Dann kann man da nicht wirklich glauben, dass du wirklich effektive Bhakti ausführst. Also das kann man der Person dann nicht glauben, was die Anhaftung alle noch hat. Und das ist der Vers, Yasya Deve Parabhakti. Das Parabhakti, das ist gleichzusetzen mit Akinchan Bhakti. Und das ist gleich mit der Definition von Rupa Goswami. Anya Bilasa Dashunam Ganaka Marivana Vidam Anukulena Krishna Nushilanam Bhakti Ruttama. Ist alles selber. Also im Januar, Februar hatte das Thema schon besprochen. Jnana Karnavri Anavridam bedeutet, das reines Wissen, das muss da sein, aber kaum verblendetes Wissen, vertrübtes Wissen, wie Mayavadi-Philosophie. Also zum Beispiel die Gopis, die sagen, wir sind nicht gelehrt. Und die sagen, oh, vielleicht das ist der Grund, warum Krishna nach Mathura gegangen ist. Weil dort kann er Dienst von vielen gelehrten Prinzessinnen kriegen. Also wir sind nur im Wald in Vrindavan. Aber denk jetzt einmal wirklich nach. Denkst du wirklich, dass die Gopis nicht das höchste Wissen haben? Die sind wirklich im höchsten Wissen komplett verankert. Aber das ist eben bedeckt mit der Madhurya, mit der Süße, dass das alles versteckt ist. If Gyan have some influence, then they cannot enjoy the relation with Krishna. Also wenn das schon das Wissen da wäre, wenn das offensichtlich wäre, nachher wäre der Austausch zwischen Krishna nicht so möglich. Pika Nandana Bhavan Akila Dehinam Antaratma Trik Vikakanas. How is this possible? Gopika, they are all Gopika speaking. Also alle Gopis sprechen, Nakalu Gopika Nandana Bhavan. Wir wissen es mit Sicherheit, dass du nicht der Sohn von Yashoda, von Gopi bist. Wir wissen der Tattva. Die sprechen jetzt so. Nakalu, Kalu bedeutet in Sanskrit, wir wissen es mit Sicherheit. Nakolu Gopika, Nandana Bhavan, Nandana Bhavan. Nach dem Akila Dehinam Antaratmatrik. Also du sitzt in jedem Herzen als Überseele, Paramatma. Also das ist auch Wissen, Gyan. Aber wenn die jetzt im Lila sein mit Krishna, nachher fühlen sie das nicht, dass sie Gyanis sein. Aber dasselbe Gefühl kannst du haben, wenn du ein Kindchen, ein Bhakta bist in der Linie von Gaudiya Vaishnavas, dann kannst du das auch fühlen. Also du kannst dann so wie ein Bettler sein, ich hab nichts, Shunyayadam Jagat Sarvam Govinda Virahename.
Also ich habe nichts, ich bin nur Bettler. Weil Krishna nicht da ist. Das ist die einzige, das Einzigste, was man besitzt. Also wenn Krishna nicht da ist, dann sind wir wie Bettler. Wie Bettler. Wir wollen nur Krishna. Kein anderes Anliegen in der Welt. Also man kann sagen, man hat vielleicht viel Geld oder viel Vermögen, Land und Dinge, die was alles nur Verhaftungen sein. Die kann man nicht abschneiden, die Verbindungen. Aber die, was wirklich ein Kindchen sein, die haben nur Krishna als Ziel, nichts anderes. Also Gyan und Karma kann man haben in unserem Leben, aber Karma schaut nur so aus. Ist in Wirklichkeit Bhakti. Der Bhakti, der Devotee, der was Bhakti ausführt, da können die Tätigkeiten auch so ausschauen, äußerlich wie materielle Tätigkeiten, Karma. Aber es ist in Wirklichkeit eingesetzt in Krishnas Dienst. So Bhaktivinod Thakur, der weint. So 150 Jahre zurück hat Srila Bhaktivinod Thakur geschrieben. Viele Leute, die sagen, oh, wir haben Zuflucht gesucht bei Gurudev, als Sadguru. Also Srila Bhaktivinod Thakur sagt, dass viele Leute, die zeigen, dass sie eben Bhakti ausführen, die chanten, die folgen Ekadasi, die gehen auf Parikram, die chanten, aber die kriegen nicht wirklich Bhakti ins Herz. Also das ist ein großes Thema. Warum kriegen sie das Bhakti nicht in ihr Herz? Also auf was die nachdenken müssen, dass sie eben gewisse Vergehen begehen, dass das jetzt nicht aufkommt in ihnen, die wirklich reine Bhakti. Also Srila Srila Bhaktivinod Thakur, er wollte nie irgendjemand Diksha geben. Nur wirklich in ganz, ganz seltenen Fällen. Also er hat immer uns gewarnt, mach ja keine Vergehen, weil sonst wirst du nur runter und runter und runter gehen. Maya Devi, die wird die zermalmen. Also schau ja, dass weit, weit weg bist von den Vergehen, Aparadha, zum heiligen Namen, zum heiligen Dham, zu den Vaishnavas, Krishna, sogar ganz normale Leute. Also da muss man sich ganz aufpassen, dass man ja niemanden beleidigt und kritisiert. Ja, nie irgendwelche Vergehen macht. Krishna Name Swarupa. Unto the lotus feet of Nam Prabhu and Bhakta and Annonor. Annonor means other common. Even you have no right to do any operation, any jivatma. You have no right. Operation. You cannot, operation means you cannot put him then in trouble. Also du kannst ja keine normale Seele unter Druck bringen. Du sollst nicht der Grund sein, dass irgendeine Seele irgendeine Schwierigkeit kriegt. Also passt da wirklich auf. Du musst ganz neutral sein. Dass keine Seele in Schwierigkeiten kommt. So you can have bhakti, which is favorable, we can do karma, but it is not actually karma, it is favorable, I mean bhakti. Bhakti karma, you are cooking, you are going also wir kochen, wir gehen zum Markt, wir machen das und das, aber das machen wir alles für Krishna. Somit ist die Tätigkeit nicht mehr Karma, sondern ist voll mit Krishna Bhakti.
Und dann, wenn so dein Leben stattfindet, nachher kannst du rauf und rauf gehen. Und heute ist die Wichtigkeit, damit wir darüber reden, was die Spezialität in dem kommenden Purushottama Monat ist. Also der Punkt ist der, Srila Bhaktivinod Thakur sagt, dass those who are Krishna Bhakta, they are Daiva Bhav. They have the Daiva feeling, Dev Bhav. And those who are just before it, they are demonic character. Also es gibt Devatas und Dämonen. Affirmative. Krishna Bhakta Bhavet Daiva. Also Krishna Bhakta Bhavet Daiva Asura. But some people are there, they are not Krishna Bhakta fully. Maybe they are doing. Also es sind aber Leute da, die was nicht wirklich vollkommen Krishna Bhakta sind. Okay. Aber die, was sind Devoti, die was sich verkleiden als Devotis, aber in Wirklichkeit Dämonen sein, das ist was Separates, was anderes. Also wenn du dich verkleidest und gegen Guru und Vaishnava gehst, du kannst zwar Tilak tragen, Kantimala und weiße Kleidung, Safrankleidung, aber wenn du gegen die gehst, nachher musst du wissen, dass da unter der Verkleidung Dämon ist. Normale Leute, die wissen das nicht. Sogar Devotis, die wissen das nicht. Also es gibt viele, die wissen auch nicht wirklich Bescheid über das Purushottama Monat. Die wissen zwar Bescheid über Kartik, aber Purushottama Monat, Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami, Bhakti Pramod Puri Goswami, Srila Prabhupada, die haben alle das Monat befolgt. Also wenn du wirklich ein Gaudiya Bhakta bist, der was Saraswati, Srila Prabhupada folgt, dann hast du eine bestimmte Spezialität und du kannst das nicht ignorieren. Was ist die Spezialität? Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, der sagt, dass die Gaudiya, die Saraswati Gaudiyas, die haben eine Spezialität. Und jemand kann jetzt fragen, was ist die Spezialität? Also die Spezialität in Form vom Siddhanta, von den philosophischen Schlussfolgerungen und Seva. Also wir können nicht irgendein falsches Siddhanta sprechen. Siddhanta, das sprießt in unserem Herzen auf bei der Barmherzigkeit von der Schülernachfolge. Also das ist unschlagbar. Also der Siddhanta, die Schlussfolgerungen von den Schriften und Siddhanta und Seva, Spezialität im Seva. Siddhanta und Seva ist eigentlich dasselbe. Wenn du das Siddhanta in anwendbarer Form siehst, nachher nennt sich das Seva. Und wenn du das theoretisch findest, nachher dieses Siddhanta. Aber das Siddhanta im Herzen eines reinen Devotis, die können eben, weil die haben das im Herzen, die können sprechen wie Feuer. Das sind praktisch, nicht theoretisch. Also diejenigen, die Vaishnava sein, es ist ein Muss für die, was in die Chaturvarnashram, in die 4 Ashrams stehen, die sollen das Monat befolgen. Ansonsten, wenn die nicht das machen, nachher kriegen sie eine gewisse Reaktion. Das Purushottama-Vrata, Chaturmasya-Mat, das kann man nicht einfach so beiseite geben. Das muss man folgen. Also nach dem Sonnenkalender oder nach dem Mondkalender, nach 32 Monaten, nachdem ist der Mondkalkulation und Sonnenkalkulation, wenn du die
nachher kommt ihm ein Monat extra. 1 month become extra. We want to tally, reconcile solar calculation and lunar calculation. Then if it's Chandramas and Sujya Siddhanta Surjama calculation, solar calculation. If you go automatically after 32 months, you can find 1 month extra. Also nach den 32 Monaten wirst du in der Kalkulation einen Monat extra finden. That 1 month is extra. Und just you cannot find das nennt sich Purushottama, das Monat von Purushottama. Because those are smarta people, smarta. Also die Smarta, Brahmanas, Paramartha people, they are separate. Paramartha-Leute sind separat. Also die können die Wichtigkeit von Krishna in ihrem Weg, auf ihre Art und Weise verstehen. Aber die Smartas, die ignorieren das. Wir machen uns nichts daraus. Also Smarta-Leute, die sind immer beschäftigt mit Regeln und Regulierungen. It is just, they are just misguided. Puspita Vacha. In Gita it is a Puspita Vacha. It's decorated, flowering. Yeah. Very nice, very decorated. You can find some instruction in Veda. Also es gibt Anweisungen in die vedischen Schriften, die befolgen die Leute und die denken sich, das ist so eine blumige Sprache und die folgen dem. Die sind angezogen von dem und wollen solche Resultate. Aber das hat nicht wirklich was mit Bhakti zu tun. Karma karma vikarmeti vedo vado no lokika. I can discuss this point when I can start Bhagavad discourse. Very nice. Karma, akarma, vikarma. Three things. Karma, akarma, vikarma. Die 3 Dinge von Karma, akarma and vikarma. Karma means. Karma, was bedeutet? Karma means. Was bedeutet Karma? Dass du eben jetzt was machst nach der vedischen Führung, nach die vedischen Regulierungen. Und A-Karma bedeutet, dass du eben was machst, dass du dem eben nicht folgst. Du machst es nicht. Und wie Karma? Das bedeutet, dass du das Gegenteil machst. Also Karma, A-Karma, wie-Karma. Gibt es 3 Arten von Karma. Es sind so viele Instruktionen in die vedischen Schriften drinnen. Aber im Srimad Bhagavatam ist geschrieben, so wie zum Beispiel ein kleiner Junge nicht wirklich eine bittere Medizin nehmen will. Die Mutter, die will ihm die Medizin geben, aber der Bruder, der will die Medizin nicht. Das schmeckt bitter. Und die Mutter sagt, na, nimm die Medizin, du musst die jetzt nehmen. Aber nachher rennt der Bub weg. Und was macht er dann? Was macht dann die Mutter? Nachher sagt sie, oh, ich habe das Süßigkeit. Wenn du die Medizin nimmst, nachher gebe ich dir die Süßigkeit. Also jetzt denk nach. Denk 2-mal nach. Und nachher sagt der Bub, okay, ich kann die Medizin nehmen. Okay, du gibst mir die Süßigkeit danach. Also die Mutter, die will in Wirklichkeit, wollte sie am Anfang nicht die Süßigkeit geben, aber nur, weil sie ihm jetzt das vor ihm hergezeigt hat, die Süßigkeit, nachher ist der Bub jetzt so weit gedacht, okay, nachher kann ich die Medizin zu mir nehmen. Also nur das war der Grund. Aber der wirkliche Grund ist der wichtige, dass er die Medizin nimmt. Ved is equal to me. I am Ved. Veda Purusha. Ved actually equal to Krishna. But everybody confused. Nobody can understand. Who can understand? Nobody can understand. So actually,
So, jeder ist in Verwirrung. In der Bhagavad Gita, Vedascha Sarve Vedam Vedya. Also wenn du durch alle Vedas studiert hast, Atharva, Samma, die ganzen Vedas, wenn du als letztliches Ziel Krishna nicht siehst, dann ist es schlussendlich unnötig, die ganzen Schwierigkeiten auf sich zu nehmen und all die Schriften zu lesen. Also das ultimative Ziel, das ist Krishna. Wenn das nicht rauskommt von dem Studieren und von dem Lernen durch so viele Schriften und Bücher, nachher hast du das Ziel verfehlt. Vedascha Sarvera Hamvedya. Also die, was Srila Bhaktivinod Thakur sagt, die, was smarte Brahmanas sein, die sind ihm interessiert in den smarte Vichar. Also die bringen dann das an bevor ganz normale Leute und leiten sie somit fehl. Die in der Linie von Paramartha, die folgen dem. Aber die sind nicht interessiert an Smarta Vichar. We cannot expect. So, this kind of people, this category, Smarta and Paramartha. Also gibt es zwei Kategorien, Smarta und Paramartha. Gibt es auch so viele Kategorien in Paramartha, viel mehr und mehr Kategorien. Srila Bhaktivinod Thakur sagt für alle herkömmlichen Leute, das Purushottama-Vrata ist ein Muss. Also du kannst es nicht auf die Seiten stellen. Aber wie folgt man dem? Was ist der Grund? Smarter people don't care. They think that Purushottama mass is small mass, dirty mass. So any kind of auspicious activity we cannot do in this month. Also die smarter Brahmanas, die denken sogar, dass in dem Monat, das ist ein schlechtes Monat, das schneiden wir am besten raus aus dem Kalender. Mach ja nichts Günstiges in dem Monat, das ist sehr schlecht, die erklären das auf die Weise, die smarter Brahmanas. Aber Paramartha, die sprechen auf dem Weg, dass das das Höchste ist. Wie ist das jetzt möglich, dass die einen so sagen, die anderen so sagen? Alle 12 Monate haben sie also was Gutes. Die smarter Brahmanas sagen das, aber in dem Monat sagen sie, ist es unmöglich, was Gutes zu machen. Aber die Paramartha, die sagen, man kann es ist das höchste Monat, was sehr günstig ist für Hari Bhajan. Da gibt es kein So for this, for those people, also für die Leute, das Paramartha, die kriegen eine goldene, also keiner wird die stören. Die ganze Familie, keine Hochzeiten, keine Angelegenheiten, keine sozialen Angelegenheiten. Also man kann sich ganz frei, komplett konzentrieren in Hari Bhajan. Also jeder von den smarter Brahmanas, die hassen das Monat. Die sagen, das ist nicht gut. Aber das Monat selber spricht in der Form auf Vaikuntha, bevor Vaikuntha. Es sagt, oh, niemand will mich jetzt, niemand benötigt mich. Und nachher sagt, okay, lass uns gehen und fragen mal Vrindavan Chandra, Golokanath.
Narayan Vaikuntanath, also er nimmt jetzt das Monat, das Purushottama Monat, die Personifizierung von dem Monat mit und geht bevor Krsna, Vrindavan Chandra, und Krsna sagt, oh, was ist passiert? Und das Monat sagt, oh, das ist eine schlechte Position. Ich bin in der Position, dass niemand, der will irgendwas zu tun haben mit mir. So, was soll ich machen? Und Krsna hat dann Lachen angefangen. Mein Name ist Purushottama. Okay, das wissen wir. Dein Name ist Purushottama. Ich kann da ganz alle Kraft geben und alle Shakti. Also wer kann die nicht verehren? Also mein Name ist Purushottama, sagt Krsna, und ich kann da die ganze Kraft geben. So alle werden die dann verehren. Du wärst zum Höchsten. So ich werde die Kraft geben. Und dann das Monat fragt, wie ist das möglich? Also alle Devotees, die werden die dann wirklich verehren. Und materielle Leute, für die sind wir nicht wirklich interessiert. Die haben meistens einen dämonischen Charakter. Also das ist uns ganz egal, ob die jetzt das Monat nicht befolgen. Aber die Devotees, die geben da die höchste Ehre. Und jetzt kommt das Monat, Purushottama kommt zurück wieder und kriegt dann einen ganz angesehenen Platz im Kalender. Also Kartik, Purushottama. Also ist Topmost, das höchste, Magmas, Vaisakha. Purushottama ist das höchste. Und es ist geschrieben dort, diejenigen, die was das Purushottama Monat befolgen, das Vrata, nachher ist es für die ist es ein Muss. Für die 100% Garantie, dass die zu mir kommen. Keine Probleme. Also die werden dann akzeptiert bei Krsna vollkommen im Heiligen Dham in Vrindavan. Also in verschiedenen Schriften, wir haben also aber nicht die Zeit, all die Schriften jetzt durchzunehmen. Skanda Puran, Padma Puran, Tausende von verschiedenen Schriften, aber wer hat jetzt die Zeit, das alles durchzunehmen, zu lesen? Bhaktivinod Thakur sagt, warum sagen die Goswamis, Nana Shasta Vicharanaika Nipunau Kai Dharma Samstapakau Kanam iti Karanau Dibhuvane Manyau Sharanyakarau. Also warum haben sie das geschrieben? Warum? Im Sat Goswami Astakam ist es geschrieben. Nana Shasta Vicharanaika Nipunau Sat Dharma Samstapakau. Also die Goswamis, die was die ewigen Geweihten sein, von Krishna, von Chaitanya Mahaprabhu, die haben eben die Kraft, durch all die Schriften durchzugehen und sie die Essenz rauszunehmen. Sie zu quirlen, die quirlen, den Ozean quirlen, und nachher kommt die Creme, die Schlussfolgerungen der Heiligen Schriften. Und die nehmen wir dann an. Wir haben nicht die Zeit, durch den ganzen Ozean zu gehen, aber durch die kriegen wir die Creme, die Essenz. Jai Ho. There is a 100% possibility that we can get misguided. We can be misguided. Also am schönsten, wenn wir selber versuchen, durch die Schriften durchzugehen, nachher ist es ganz, ganz leicht, fehl zu gehen. Aber wenn man denen folgt, in Anugatya, nachher ist es ganz leicht, den Ozean zu überqueren. Und man kriegt dann wirklich die Creme de la Creme. So wie zum Beispiel Srila Bhaktivinod Thakur, Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Die geben uns die ganze gefilterte Essenz.
understand. So, intricacies there, so secrecies there, we common people cannot understand. Also die Schriften von den Goswamis sind sehr schwer zum Verstehen, aber Srila Bhaktivinod Thakur, Srila Bhaktisiddhanta, die geben uns die Essenz. Das ist, also deswegen wird Srila Bhaktivinod Thakur auch genannt das 7. Goswami. So heute haben wir die goldene Möglichkeit, die ganze Creme zu bekommen. Den exzellenten Prozess des Bhajan, wie man wirklich eintauchen kann in die tiefen Geheimnisse von Krishna Bhakti. Also wir sind sehr vom Glück begünstigt, wir haben so viele Möglichkeiten, aber die meisten sind total wenig interessiert, den Weg zu gehen, und wenn sie folgen, nachher wollen sie nicht wirklich tief gehen. Maya Devi ist so stark, die hat so starke illusionierende Energie und die beeinflusst alle. Keiner ist frei von dem. Also, das ist wirklich Unglück. Auf einer Seite sind wir vom Glück begünstigt, aber auf der anderen Seite sind wir unglücklich, weil wir das nicht wirklich annehmen. So, wie soll man jetzt des Monats folgen und wann? Wie und wann? Purushottama-Vrata starting this way. Also, Purushottama Monat fängt an nach Vaisakha Monat. There is the influence of Purushottama-Vrata influence. Like actually Purushottama-Vrata, we are going to start Harikatha on Wednesday, but still Purushottama-Vrata going to touch Wednesday 5:30. Also 5:30 Uhr berührt das Purushottama Monat am 15. Den 15. Tag. Also da ist die Regulation, dass jeder dem folgen kann. Those who cannot get up at 3 o'clock, 4 o'clock, they have no right to hear Bhagavad Gita. Also diejenigen, die was nicht um 3, 4 aufstehen können in der Früh und chanten die heiligen Namen. So, also nur die haben das Recht, Srimad Bhagavatam zu hören. Also es ist wirklich ein hoher Standard. Also am Mittwoch um 5:30 Uhr, so von 6 to 7 ist eine Glorifikation von Bhagavatam. Also was Srila Prabhupada und Srila Bhaktivinod Thakur sagt, es wird besprochen eine Stunde um die Zeit, am 15. von 5:30 Uhr, um 6 Uhr bis 7 Uhr. Also das Monat ist voller Kraft und voller Energie. Die ganze Energie ist gegeben worden von Krishna und man muss das befolgen, so wie das Monat Kartik. Also Gilembren, immer opfern, in der Bildgestalt die Deities, Prasadam, dass du Prasadam erst zu dir nimmst, heilige Nahrung nach 12:30 Uhr, oder wenn du zum Beispiel Prasadam zu dir nimmst, ist auch möglich, nur einmal am Abend. Aber wenn man jetzt nicht wirklich die Kraft hat zu fasten, nachher wenn du das eben nicht befolgen kannst, wenn du nicht die Energie hast, nachher machst du eben die Wichtigkeit, dass du wirklich die Harikata hörst. Also wenn
nicht die Kraft hast. Also die, was Harikatha hören im Purushottama Monat, Dham Seva, Sadhu Seva, also was für Benefit, was kriegen die? Über das kann man gar nicht sprechen. Krishna selber sagt, über das kann ich nicht sprechen. Ananta Deva sagt, er kann nicht über das sprechen. Es ist so ein hohes Ausmaß, was man durch das sich ansammelt. Das ist eine ganze Spezialität in dem Monat. Wenn man da das Harikatha hört, Bhagavatam Seva macht, in der Ganga badet, in der Yamuna Saraswati, also was für hohen Fortschritt man da macht. Also das ist exzellentes Monat, sogar mehr als das Kartik Monat. Es ist geschrieben, es ist mehr als das Kartik Monat. So, regarding prasadam and, fasting I'm speaking, but still, what to take, what not to take, you know already. Boiled rice you cannot take. Also, Havishyanya. Gekochten Reis. Havishyanya means some special categories are there, it is written. Also da gibt es spezielle Kategorien in den Schriften, so wie Havishyan. Also Havishyan, da gibt es gewisse Nahrung, was dem keine Schwierigkeiten bereitet. Wie Milch, Havishyan. Nice rice, not boiled rice. Reis, not good. And actually different kind of sabji, different kind of things. Also verschiedene Gemüsearten, Sabjis. Brinjal, also Brinjal, Parval, you should avoid. Parval, das muss man vermeiden. Use jirak. Jirak, you know? Zira, you know? What do you speak? That you can use. Also very good. Krümelsamen kann man verwenden, Spinat, Halancha, Hincha ist eine gewisse Art von Spinat. Das ist immer ganz gut und erlaubt ist in dem Monat nicht alle Arten von Spinat. Also Früchte ist erlaubt. Pouch milk not allowed because pouch milk there can be some problem because they are mixing something. Soybean, also die Milch, was gram, chola, what you speak. That dal, that pulse is not allowed. Only Chola, Dal, Mung Dal ist auch nicht erlaubt. Is allowed. Entschuldigung, Mung Dal ist erlaubt. Und Chol Dal ist nicht erlaubt. Also der Nahrungsplan, dem folgt man im Purushottama-Vrata. Also das Beste ist Sabji, chana rasa, the cheese, everything, pushpanna, paramanna, not that. Some restriction. Also da ist eine gewisse Striktheit dahinter. Das Chapati-Brot ist erlaubt. Barley, is allowed. Atta. Shorty food allowed. Shorty all is Havishyana. Also die Nahrung nennt sich Havishyana. Milch, Buffalo milk, von Buffel die Milch, von indischer Kuh und Ziegenmilch. Ist auch Havishyana, ist auch erlaubt. But all other milk, if there is any contamination, it's not Havishyana, you are going to break. And one kind of lebu, Bataki lebu, what is called? Jambura. Is called Amish. For that maize you cannot allow. Mula, radish, mula, not allowed. Bean, not allowed. So, also Bohnen sind auch nicht erlaubt. So you have to put some restriction. Also das sind gewisse Regeln und Regulierungen. You will have to give trace. Aber das Wichtigste, dass du ganz aufmerksam Harikatha hast und die heiligen Namen chantest.
Also du musst 1 lakh heiligen Namen chanten, 64 Runden. Also wenn du dem nicht folgst, wie kannst du dann sagen, dass du ein Gaudiya-Devotee bist? Chaitanya Mahaprabhu gives special instruction. Well, you have to do 1 lakh Harinam. Then and only then I am going to drink water in your hand. Also Chaitanya Mahaprabhu sagt eben, dass er nur bei dem Prasadam nimmt, der was wirklich 1 lakh, also 100.000 heilige Namen am Tag chantet, 64 Runden. Srila Bhaktivinod Thakur Maharaj, der hat Harinam Tag und Nacht gechantet, sogar beim Schlafen. Die Zunge hat sich immer bewegt, auf und ab, bei solchen Persönlichkeiten. Guru Maharaj on bed set, I am just down. Like good dog, very careful. If Guru Maharaj like to get my help, I can do. I am lucky. Guru Maharaj giving this kind of seva. So I have seen, I have the opportunity, whole night. Also die ganze Nacht, Bhaktivinod Thakur und all die Vaishnavas, da hat sich immer die Zunge bewegt, obwohl die schaut so aus, als würde ich schlafen. I can put some pressure on you, sweet pressure on you. I like to put some sweet pressure on you. Also er will eben jetzt einen ganzen gewissen süßen Druck auf uns geben, dass du eben wirklich an 100.000 heilige Namen chantest und geh nirgendwo anders hin, sondern bleib auf einem Ort und Herr Harikatha Tag und Nacht. Manchmal doing paricharya, service of Vrinda Devi, go to Ganga, take bath daily morning, or not morning time, if Harikatha is over 9 o'clock, you can go, you are allowed to do anywhere. And then cook. Also, dass du das Monat wirklich befolgst, zur Ganga gehst, ein Bad nimmst, die heiligen Namen chantest, dass du nur Dinge zu dir nimmst, die was du selber gekocht hast. Also ansonsten die Influenz von anderen Leuten, die kommt ihm ganz leicht durch den Reis. Also pass auf, das ist sogar wissenschaftlich bewiesen. Scientifically I can prove, challenge. I can take you with me and put and do some experiment on you and prove that you are 100% true. You see, so this way you will have to hear Harikatha. Also auf die Art und Weise musst du Tag und Nacht chanten und Harikatha hören. Also wenn du die volle Barmherzigkeit kriegst von Harinam Prabhu, als Anfangs von Guru und Vaishnava, nachher innerhalb for Siddha Mahatma it is take only 2 hours maximum to complete 1 lakh Harinam. Maximum. Für Siddha Mahatma dauert es 2 Stunden, 64 Runden zu chanten. For you, I can allow 3 hours time. If you can do, it's good. If you cannot do, 1 hour, at least 4 hours you can select. If not at a time, then morning time, 3 o'clock you get up and do 50,000, 25,000 then noon time, then afternoon time, night time, divide. Also normalerweise dauert es 3-4 Stunden, das Chanten von 64 Runden. Ansonsten, wenn du länger brauchst, musst du es aufteilen. Aber wir haben keine Kraft, auf einem Ort zu sitzen und Harinam zu chanten. Aber wir müssen eben versuchen. This way, Purushottama-Vrata, you will have to offer Deepa. Und du musst eben Lichter opfern, Deep, in Ghee. Or linseed. Linseed, you see, til you can use for Deep. And there is so many incidents there in different Puran. So I can quote 1 or 2 as spoken by Bhaktivinod Thakur. In Brihad Naradiya Puran,
Also im Brihad Naradiya Puran, da ist die Glorifikation von dem Purushottama, und da in viele andere Schriften, viele andere Puranas. Aber speziell im Brihad Naradiya Puran. Also er kann uns ein Beispiel geben, damit wir die Ernsthaftigkeit von dem Monat verstehen. Zum Beispiel Draupadi. Draupadi im letzten Leben ist die Tochter von Medha Rishi gewesen. In previous life was the daughter of Medha Rishi. That bird actually, she heard something about the glories of Purushottama-Vrata. Also sie hat da was gehört über die Glorifikation von Purushottama Monat, aber sie hat sich nicht wirklich darum gekümmert. Aber durch das ist dann, was ist passiert, dass sie so geleidet hat in dem Leben, weil sie ihm das Monat nicht ernst genommen hat. Dann hat sie im nächsten Leben hat sie wieder Geburt genommen als Draupadi. Und sie ist unter die Kontrolle gekommen dann von 5 Ehemännern. She was put into different kind of problems in forest, here, there, in open, assembly. Also sie hat viele Probleme gehabt im Wald, in der öffentlichen Versammlung wollten sie ihren Sari wegnehmen. So ist sie gedemütigt worden von Dushan. Und was ist der Grund? Srila Bhaktivinod Thakur sagt eben, dass der Grund ist, dass sie eben nicht das Purushottama Monat gefolgt hat. Big problem. Another king, Dhirodhanna Raja. Ein anderer König, Dhirodhanna Raja, der hat auch Probleme gehabt im Satya-Yuga. Valmiki Muni, der hat Ratschlag gegeben zu dem Muni, O Rajan, wenn du das Vrata befolgen kannst, nachher kannst du rauskommen aus deinen Problemen. Und die Pancha-Panda, die 5 Pandas, nach dem Ratschlag von Krishna, die ins Exil geschickt worden sind, und haben sie dort viele Probleme haben sie gekriegt. Und Krishna ist dann gekommen als der Freund von Pancha-Panda für die 5 Pandas und spricht zum Yudhishthira Maharaj. Oh, du leidest so viel, du leidest so viel. Oh, was mal kannst du machen? Befolg das Purushottama und nachher wirst du befreit aus alle Probleme. Nach dem Ratschlag von Krishna. Yudhishthira Maharaj, all Pandavas, die haben gesagt, okay, wie müssen wir das jetzt befolgen? Und dann hat er gesagt, okay, dasselbe wie im Monat von Kartik. Du musst ihm jeden Tag Giviks, Lämpchen opfern, aber im Wald kannst du jetzt den nicht finden. Was machen wir da? Aber Krishna hat ihm gesagt, okay, im Wald ist es nicht möglich, du nimmst irgendein anderes Material. Im Wald. Also bei der Barmherzigkeit von Krishna sind sie dann dem Monat, haben sie gefolgt und somit sind sie rausgekommen aus all ihren Problemen. Dhirodhanna Raja, der König, der ist im Satya-Yuga, Valmiki Muni, der hat den Ratschlag gegeben und Anweisungen about das Purushottama Monat zu dem König. Der hat da große Probleme gehabt, Tag und Nacht hat er geweint. Und Valmiki hat dann gesagt, okay, du musst auf die Art und Weise des Monats befolgen. Wenn du das machen kannst, dann kannst du rauskommen aus alle Probleme und Krishna wird dich segnen. Also da gibt es kein Zweifel. This Purushottama Vrata, advised by, Valmiki Muni, same thing, Naraji heard from Naranaran. Also dasselbe hat Narada Muni von Naranaran gehört in Padika Asha.
So auf die Art und Weise in der Parampara, in der Schülernachfolge, kriegen wir eine Idee über das Monat, wie man das befolgen soll. Also tut ja nicht das Monat ignorieren, das ist ganz wichtige Unterweisung. Und er sagt wirklich, dass man unbedingt das Monat befolgen muss. Also all das soll man befolgen. Hari Bhakti Vilas, Bhakti Rasamrita Sindhu gibt es auch verschiedene Ratschläge, Jiva Goswami Saga, dass gewisse Devotees, die seien hinter alle Regeln und Regulierungen, das nennen sich Avadut und Parahamsa. Also was ist die Regel für diejenigen? Krishna gibt Anweisungen für die. Er sagt zu Uddhav im 10. Kanto, Bhagavan Sri Krishna spricht vor ihm, Jnana Nishta Virakta Bhavana Bhikshakaha. Bhagavan Sri Krishna speaking, giving instruction to Uddhav, Jnananishta Viraktova, Also er sagt in Vers, Shalinganam Astramam Stekta Charet Avidigochara. They are beyond any rules. Also dass die hinter alle Regeln und Regulierungen sein. Die kann man nicht unter die Regeln und Regulierungen bringen. Die sind ganz also die laufen immer nach Krishna, die haben so hohe Liebe. Also die kann man nicht hinter solche Regeln und Regulierungen bringen. Also die Anweisungen sind für ihn und für uns. Aber für die Personen ist es nicht. Obwohl Srila Bhaktivinod Thakur müsste ihm auch nicht folgen und die Persönlichkeit. Aber die machen das, damit sie ihm aufzeigen, okay, ich folge dem auch. Und deswegen folgen dann die Leute mehr und mehr. Those topmost devotees, pure devotees, who are day and night, they cannot understand where they are. Also die Devotees, die was wirklich nicht mehr wissen, was extern vor sich geht, die sind vollkommen in Krishna-Liebe. Für die zählen die Regeln und Regulierungen nicht, aber für uns ist es ganz wichtig, die anzunehmen. Wir müssen das befolgen. Then Bhaktivinoda Thakur giving final instruction for these topmost devotees. There is no rules and regulation. For the Purushottama-Vrata, the only rules and regulation for them applicable, not applicable, it is spontaneous. That they are hearing Harikatha all day and night. They cannot understand where they are. They cannot understand the cloth is there in their body or not. Also die wissen nicht, dass jetzt Kleidung an ihrem Körper ist oder nicht. Die haben alles vergessen extern, so wie zum Beispiel ein Mann, der was so viel Wein getrunken hat, der kann auch nicht mehr verstehen. Der kann auch nicht mehr verstehen, dass er nackt ist. Das ist im Srimad Bhagavatam geschrieben. Also für die gibt es keine Regeln und Regulierungen, für die zählt nur Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram 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 Ram. Nur Hare Kada und Hare Kirtan für die. Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar, Shivasari, Gaura Bhaktavi. Tag und Nacht chanten. Also
Als erstes chant mal das Panchatattva. Fang ja nicht an, Harinam zu chanten, ohne das Panchatattva-Mantra. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Das erste, wenn du aufstehst, ist eine wichtige Anweisung ist, also wenn du Bad nimmst, dann denkst du über Prabhupada, Srila Nisringadev, Srila Bhaktisiddhanta, Srila Gurudev und betest zu ihrer Lotusfüße und Guru miteinander. Und nachdem, wenn du aufstehst, nachher denkst du an Guru und alle Vaishnavas und du sprichst und erinnerst dich an den Namen von den Vaishnavas. Raghunath Goswami hat 2000 Vaishnava-Namen täglich aufgesagt und sich wieder hingelegt am Boden und Dandavat gegeben. Jai, Sri Rupa Goswami Ki Jai. Und hat sich auf den Boden gelegt. Jai, Srila Sanatana Goswami Pada Ki Jai. Und hat sich niedergelegt. Können wir das machen? No sugar can attack you. No sugar. Pressure, sugar, so much problem we are getting. Where from coming? Eh? So you see, this way you will have to follow. Every time you will have to remember in morning time, first job. When you get up, also wenn du aufstehst, das allererstes am Morgen, was muss man da machen? Du sitzt auf im Bett und denkst ganz ruhig. Du erinnerst dich an Gurus Lotusfüße und die Schülernachfolge, Srila Prabhupada, Srila Bhaktivinod Thakur, an alle erinnerst dich. Und du erinnerst dich an die Fußabdrücke vom Jagannath-Tempel auf Mahaprabhu. Dann erinnerst du dich an die Sudarshan Chakra im Jagannath-Tempel. Also das ist ganz wichtig. Und nachher wirst du den ganzen Tag kein Problem haben, wenn du das befolgst. But we cannot go inside Jagannath Mandir. We never saw. We never saw what to do. It is practically you should. If you want to see practically, you are Mayavadi. Same Siddhanta I told you. No, in Jagannath Temple. No, same Siddhanta I told you. So that you cannot put this kind of question. It is not material thing, so that you can forcefully enter and see. The lotus feet is always there. Tat Vishnam Paramam Padam Sada Pasvanti Sarayo Divivo Chakshuratatam. Foolish. It is there, lotus feet. Everybody, all devotees can see. Also die Lotusfüße von Chaitanya Mahaprabhu sind immer da. Man kann da nicht bei Force reingehen. Sanatana Gosai, Rupa Gosai, they are not entering. So who are you and me? Who are you and me? Also Sanatana Goswami und Rupa Goswami, die gehen auch nicht in den Tempel. So I have to think. I told you one incident in Dapar Yuga, that one sadhu, Surdas, he is praying in front of Gargamuni. Also Surya, der betet bevor Gargamuni. Und kannst du mich segnen? Okay, segne mich bitte, dass ich bin blind und dass ich das Augenlicht zurückkriege. Weil ich will ihm die Krishna sehen, wie er spielt in Vrindavan. Ringamano drishyeta. Ringamano means they are playing in the courtyard of Nanda. Also die spielen, Krishna und Balaram spielt im Vorhof von Nanda Maharaj. Und so, der sagt, kannst du mir ein paar Barmherzigkeit geben, dass ich das sehen kann, dass ich meine Augen wieder kriege. Und Gargamuni, der hat dann gesagt, du kannst nicht die Lotusfüße von Krishna sehen, kannst du sie sehen oder nicht? Wenn du Kirtan machst, kannst du da die Lotusfüße, kannst du da einen Jungen in deinem Herzen sehen? Ja, ich kann ihn sehen. Und dann sagt Gargamuni, das ist der Junge, das ist Krishna. Schwärzlich, bläuliche Farbe.
wie Regenwolke. is like bright cloud. Yes, that boy is Krishna. Das ist der Junge, das ist Krishna. Also du hast ihn sogar schon gesehen. That I can see inside my heart when I am doing kirtan. Then what for you want your eyes? But still if you give, you will have to take decision. Think twice before taking any decision. If I bless you, if you can get your eyes back, so denk zweimal nach über das, ob ich dir jetzt die Segnungen geben soll, dass du mit den materiellen Augen sitzt. Ansonsten kannst du, und nachher denkt er sich, jetzt sieht er nur Krishna und eben nicht die materielle Welt. Und dann sagt Surya, dass nein, ich will nicht die Augen, die materiellen Augen. Ich will nur Krishna in meinem Herzen sehen. Ist besser, dass ich blind bleibe. Also ich will die Segnung nicht nehmen. Also wir wollen auch blind werden wie Surya das. Wir wollen nichts von der Welt sehen. Also beobachte dich selber, dass du wirklich nichts mehr von der Welt sehen willst. Also wenn man dem befolgt, nachher kannst du wirklich das Ziel erreichen. Wenn du Sadguru hast und wirklich das willst, nachher. Acting with me, then I am not sure you can come out successful. If you are playing with me, also I can play with you. I can start playing like mad. I can stop my Harikatha forever and go and do Gomata Seva. Anybody coming, I can laugh. You understand? I can stop speaking Harikatha. If I see sincerity with you, then I can also will wirklich whole world blind. Das Segen, dass wir wirklich den Weg gehen wollen. Ansonsten kann er auch wieder gehen und kann kein Harikatha sprechen. Und kann nur geht es zu seinen Kühe und okay, wenn wir kommt oder nicht zu ihm, nachher. Also man muss wirklich sagen, dass man das will. Nachher kann er uns da unterstützen. Weil jetzt momentan ist die ganze Welt ist blind. They wanted to sing the glories of Krishna all day and night. They can do. So all rules and regulation under this category. Eh? All rules and regulation under this category come automatically. So you see, this way, Purushottama-Vrata will have to follow very carefully. Also auf die Art und Weise muss man das Purushottama Very carefully, I befolgen. cannot compromise. Also macht keinen Kompromiss. If I die, it's okay. Wenn er stirbt, ist es okay. If I die, still I can get Krishna. Guru Maharaj, Guru Padma used to speak this way. Mantir sadhan kimbas deher poton. Mantasana, I can come out successful or I can die. Also ich kann erfolgreich sein oder sterben. Do or die. This way you will have to follow this Purushottama-Vrata. Also auf die Art und Weise ist das Monat zu befolgen, Purushottama Monat. Jetzt ist ja noch Regenzeit, also du musst leiden, manchmal ist es kalt, manchmal ist es heiß. And the venue where Harikatha was there, I speaking Harikatha in Vidhan market. And for 7-8 kilometers somebody used to drive me 2 times, morning time and evening time. Also da hat er auch schon einmal das Monat Harikatha gesprochen und hat ihn einer mit dem Wagen führt morgens und abends 8 Kilometer, also ohne irgendwelche Schwierigkeiten. Jeden Tag 3 Stunden, 6 Stunden insgesamt. From 6 to 9. You cannot get up, you sleep forever. Don't come to me. I don't allow you to come here. From 6 to 9, exact 6. Morning 6 to 9. Morning 6 to 9 o'clock. Evening also? Huh? Evening also? No. No. Evening 9, no time. 6 to 9 or 9:30 I can speak. I have some seva there also. So 6 to 9 every day. This year I am not getting it. Okay, this is because sometime if it happens so, there is strong rain, big problem, nobody can come. Then you can get information from him
that I can change, come into 3 o'clock afternoon time. If someday, by chance, due to heavy rains, the speech is not possible, by chance, then I can make up afternoon time 3 o'clock to 6 o'clock. Be careful. No? Then it is the, if any instruction, if any question you have, you can put in front of me. If you have any question, Vancha kalpadurvasya pasindu bhavijapatitanam kavana bhavishna namo. And it is starting Srimad Bhagavatam from the beginning, or how is the... No, beginning. So... I see, it is my idea, because if I speak 6 hours, 7 hours, 8 hours, then it is very, easy for me to represent, to give the taste of Bhagavatam very easily. But by the mercy of Bhaktivinod Thakur and Prabhupada, within 3 hours or 4 hours, I can try my best. But this time, normalerweise... and because one sloka I have to discuss in detail, not possible. I can try my best. You see, I can try my best. So, Vaisakha, nobody should touch Vaisakha. I can sit, I can come secretly and put puja Vaisakha and I can fit my asana. And at least on Tuesday, I think. Tuesday, I can, 1 hour I can come, 6 o'clock to 7. Tuesday, one day before Wednesday. One day before, because Purusottama was already touching. So why should I miss? Yes. Anyway, I am not going anywhere. I am always put in trouble. So Tuesday, Seva. which time? 6 o'clock, evening. That day. Because 5:30, Purusottama Vrata starting. Then next day morning. Next day morning. Only for that day, 1 hour I can come. 15th. 15th, 1 hour I can speak the glorification of Bhagavatam by Bhaktivinod Thakur and Prabhupada. From next day, evening time, 6 to 7. But before that, maybe tomorrow or day after tomorrow, morning time we must be very ready, because that Vaisakha he can bring and put here. Yes. I can come and wash with Tirtha Jal, Ganga Yamuna Saraswati, and put asan, do mantra, then after that, maybe Sunday. Be careful. Always keep the phone with me any time. He can inform you, I am coming, you can ready. Okay? No question, nothing, but still I can speak some mantra. You know the mantra Purushottama Vrata, you know? You don't know? I can speak, but more some mantra, some more mantra I bring. Actually this mantra is Govardhana Dharam Bande, Gopalam Gopurupinam. This mantra I can speak next day. You can record or you can write also. Govardhanam Dharam Bande, Gopalam Gopurupinam, Gokulo Mahasava Yushanam, Govindo Govika Priyam. I can speak this mantra. But today some mantra is also I am speaking, but Krishna giving some power to whom? To this Purushottama Monat. Asmai samarpita sarve je guna mai sangsita. Asmai samarpita sarve je guna mai sangsita mat sadrishyam upagamya masanam adhipo bhavet. What I am speaking? In Sanskrit it is written, Asmai samarpita sarve je guna mai sangsthita mat sadrishyam upagamno masanam adhipo bhavet. Krishna Bhagavan speaking, I am giving all my qualities, so Krishna sagt, gibt alle Qualitäten, all qualities I am putting, that I have to this mass. In this Monat. And this way, this mass Auf can die become Art the und topmost Weise of all. des Monats ist das And those who wird can zum follow höchsten this Monat der what Monate. result they can Und give? die, was Excellent. dem Monat folgen können, die haben eine ganz exzellente Auswirkung. Karmani bhasmasvat kritva mame vaishyati is asamsayo. No doubt.
Those who are following Purushottama-Vrata, be sure 100% they are coming to me. Also die, was das Monat befolgen, zu 100% kommen die zu mir. Jo adhimasam prapujayet karmani bhasmasvat kritva mame vaishati asansaiva. Okay? Bande navogyanasvyamam dibhujam muralidharam pitambaradharam devam saradham purushottamam. That means Purushottam, who is the Supreme Lord of this Purushottama-Vrata, Krishna himself. Wer ist die Person von dem Monat? Krishna mit Radharani, sagt das Monat. Navogyanasvyamam dibhujam muralidharam pitambaradharam devam saradham Purushottama. That means Radha Krishna, Vrindavana Chandra. That's why, you see, next day I can speak more clearly, and the glorification of Bhagavatam. In between I have no time, I cannot come. Only I can come and sit my asana.